Stell dir vor, du stehst im obersten Stockwerk eines Wolkenkratzers und stellst ein volles Glas Wasser auf den Tisch. Draußen zieht ein Sturm auf und plötzlich siehst du, wie die Wasseroberfläche ganz leicht hin und her schwappt. Das Gebäude unter dir bewegt sich. Bei starkem Wind kann sich die Spitze eines solchen Turms um mehrere Dutzend Zentimeter zur Seite neigen, langsam und stetig wie ein riesiges Pendel. Für die meisten Menschen klingt das nach einem schweren Baufehler. Ein Haus, das wackelt, muss doch kurz vor dem Einsturz stehen. Doch in Wahrheit ist genau das Gegenteil richtig. Dieses Schwanken ist kein Versagen, sondern die wichtigste Sicherheitsfunktion des ganzen Turms. Ein Wolkenkratzer, der sich nicht bewegen könnte, wäre tatsächlich in größter Gefahr. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir klären, warum ein starrer Turm gefährlicher ist als ein nachgiebiger. Wir analysieren, mit welchem riesigen Gegengewicht Ingenieure das Schwanken bändigen, ohne es zu verbieten. Und wir reisen zu einem der höchsten Gebäude der Welt, in dem eine 500 Tonnen schwere Stahlkugel hängt. Wenn du verstehen willst, wie Menschen die Kraft eines Sturms überlisten, dann abonniere jetzt den Kanal. Die meisten glauben, ein Gebäude müsse vor allem eines sein, nämlich bockstarr. Doch genau dieser Gedanke ist der gefährliche Irrtum. Stell dir einen trockenen Ast und einen frischen grünen Zweig vor. Der trockene Ast ist hart und unbiegsam und genau deshalb bricht er sofort, wenn du ihn belastest. Der grüne Zweig dagegen biegt sich weit durch und federt wieder zurück. Ein Wolkenkratzer muss sich verhalten wie dieser grüne Zweig, denn die Kräfte eines Sturms oder eines Erdbebens müssen irgendwo hin. Ein starrer Turm würde versuchen, ihnen mit roher Härte standzuhalten, bis irgendwo das Material reißt. Ein flexibler Turm dagegen nimmt die Wucht auf, gibt nach und kommt wieder zurück. Wie groß diese Kräfte sind, unterschätzt man am Boden völlig. Dort unten bremsen Häuser und Bäume den Wind ab. In großer Höhe aber bläst er fast ungebremst und viel stärker. Auf einen Wolkenkratzer wirkt er wie eine gewaltige Hand, die ständig gegen die Fassade drückt. Und weil der Turm so hoch ist, wirkt er dabei wie ein langer Hebel. Schon ein gleichmäßiger Druck weit oben erzeugt ganz unten am Fundament enorme Kräfte. Würde das Gebäude diesem Druck nichts entgegensetzen, müsste es ihn allein mit seiner Steifigkeit aushalten. Stattdessen lässt man es leicht ausweichen, sodass der Wind die Struktur nicht zermürbt. Doch genau dieses Ausweichen bringt ein neues, heikles Problem mit sich. Ein Gebäude hat, wie jede Glocke und jede Gitarrensaite, eine eigene Schwingung. Es bewegt sich am liebsten in einem ganz bestimmten Takt hin und her. Kommen die Windböen nun zufällig in genau diesem Takt, kann sich die Bewegung gefährlich aufschaukeln. Jede Böe schiebt im richtigen Moment nach und der Turm schwingt immer weiter aus. Dieses Aufschaukeln nennt man Resonanz. Schon lange bevor die Struktur in Gefahr gerät, wird es für die Menschen im Inneren unangenehm. In den oberen Stockwerken kann das sanfte, ständige Schwanken regelrecht seekrank machen. Die Ingenieure müssen das Gebäude also nicht nur stehen lassen, sie müssen seine Bewegung gezielt beruhigen. Und dafür haben sie eine erstaunlich elegante Lösung gefunden. Die Lösung heißt Schwingungstilger. Im Kern ist es ein riesiges, schweres Gewicht, das nahe der Spitze des Turms aufgehängt wird. Dieses Gewicht hängt frei wie ein Pendel. Neigt sich das Gebäude bei einer Böe nach rechts, bleibt das schwere Pendel wegen seiner Trägheit zunächst zurück. Es schwingt dadurch genau entgegengesetzt zur Bewegung des Turms. Während das Haus nach rechts will, zieht die Masse nach links. So hebt das Pendel die Bewegung des Gebäudes zu einem großen Teil wieder auf. Spezielle Dämpfer, ähnlich riesigen Stoßdämpfern, schlucken zusätzlich die Energie und wandeln sie in Wärme um. Das Ergebnis ist ein Turm, der sich noch bewegen darf, aber nicht mehr gefährlich aufschaukelt. Das wohl berühmteste Beispiel hängt im Wolkenkratzer Taipei 101 auf der Insel Taiwan. Dort schwebt zwischen den oberen Stockwerken eine gewaltige goldene Stahlkugel. Sie wiegt rund 660 Tonnen und misst etwa 5,5 Meter im Durchmesser. Zusammengesetzt ist sie aus 41 einzelnen Stahlplatten, Schicht für Schicht verschweißt. Aufgehängt ist sie mit dicken Stahlseilen über mehrere Etagen, etwa vom 92. bis hinunter zum 88. Stockwerk. Diese Kugel kann die Schwankungen des Turms um bis zu 40% verringern. Und sie ist kein bloßes Versteck in einem Technikraum. Die Betreiber haben sie zur Attraktion gemacht. Besucher können das gewaltige Pendel direkt bestaunen. Damit ist sie einer der wenigen Schwingungstilger der Welt, den man mit eigenen Augen arbeiten sehen kann. Wie sehr dieses Pendel arbeitet, zeigte sich im Sommer 2015. Ein schwerer Taifun zog damals direkt über Taiwan hinweg. Die Stahlkugel im Turm schwang dabei um rund 1 Meter zur Seite. Es war die größte Bewegung, die jemals an diesem Pendel gemessen wurde. Während draußen der Sturm tobte, fing die Kugel im Inneren genau diese Wucht ab. Für die Menschen im Gebäude blieb die Bewegung dadurch erträglich. Man muss sich das vor Augen führen.
Damit der Turm ruhig bleibt, muss sich in seinem Inneren ein Gewicht von der Masse hunderter Autos meterweit bewegen. Die Ruhe oben wird also nicht durch Stillstand erkauft, sondern durch eine gewaltige, kontrollierte Bewegung im Verborgenen. So clever das Pendel auch ist, allein trägt es nichts. Die eigentliche Last ruht auf dem Skelett des Gebäudes und auf seinem Fundament. Im Inneren vieler Wolkenkratzer steckt ein massiver Kern aus Stahl und Beton, um den herum sich die Stockwerke gruppieren. Dieser Kern wirkt wie das Rückgrat, das die Kräfte nach unten leitet. Und unten greifen oft tiefe Pfähle weit in den Boden, bis sie auf tragfähigen Grund oder festen Fels stoßen. Erst dieses unsichtbare Zusammenspiel aus tiefem Fundament, biegsamem Kern und beweglichem Pendel macht die enorme Höhe überhaupt möglich. Jeder dieser Teile übernimmt eine andere Aufgabe im Kampf gegen Wind und Schwerkraft. Wie ernst dieses Thema ist, zeigt eine Geschichte aus New York. Ende der 70er Jahre stand dort ein neues Hochhaus, das später Citicorp Center genannt wurde. Es war eines der ersten Gebäude überhaupt, das ein solches Pendel zur Beruhigung bekam. Kurz nach der Fertigstellung stellte der verantwortliche Ingenieur eine erschreckende Berechnung an. Trifft ein starker Sturm das Gebäude nicht gerade von vorn, sondern schräg über die Ecke, geraten bestimmte Verbindungen im Stahlgerüst gefährlich an ihre Grenze. Ein schwerer Orkan hätte den Turm im schlimmsten Fall zum Einsturz bringen können. In aller Stille rückten daraufhin nachts Arbeiter an und verstärkten die kritischen Stellen, während im Inneren ahnungslos die Menschen arbeiteten. Das Pendel half in dieser Zeit, die Bewegungen abzufangen. Die ganze Geschichte wurde erst Jahre später öffentlich. Doch ein Pendel allein ist nicht der einzige Trick. Die Form des Gebäudes selbst entscheidet mit, wie heftig der Wind überhaupt angreifen kann. Strömt Wind an einem hohen, glatten Turm vorbei, löst er sich abwechselnd auf beiden Seiten in Wirbeln ab. Diese Wirbel drücken das Gebäude rhythmisch mal zur einen, mal zur anderen Seite. Geschieht das im falschen Takt, schaukelt sich das Schwanken erst recht auf. Deshalb gibt man modernen Türmen Formen, die diesen Rhythmus stören. Man rundet oder verdreht die Ecken, baut Absätze ein oder lässt den Turm nach oben hin schmaler werden. Das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa in Dubai, hat genau dafür einen sternförmigen Grundriss und viele Rücksprünge. So findet der Wind nie eine gleichmäßige Angriffsfläche und kann seine Wirbel nicht im Takt aufbauen. Manche Türme lassen den Wind sogar durch offene Technikgeschosse einfach hindurchwehen. Am Ende dreht sich beim Wolkenkratzer alles um einen einzigen Gedanken. Stabilität entsteht hier nicht durch Härte, sondern durch die richtige Art nachzugeben. Spannend wird es, wenn man bedenkt, dass dieselbe Idee inzwischen sogar bei Erdbeben greift, wo manche Gebäude auf beweglichen Lagern ruhen und den schwankenden Boden unter sich kaum noch spüren. Was glaubst du, wie weit sich das höchste Gebäude der Welt bei vollem Sturm wirklich neigen darf? Schreib deine Schätzung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.